Heute im Video sprechen wir über polnische Gewohnheiten und Sitten. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wie heißt es doch so schön, andere Länder, andere Sitten oder irgendwie so ähnlich. Ich denke, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Und das wird auch heute Thema des Videos sein. Wir sprechen mal ein wenig darüber, ja, welche Gewohnheiten oder ich sag, wie auch schon gerade erwähnt, Sitten hier in Polen anders sind im Gegensatz zu anderen Ländern oder ich sage jetzt mal im Gegensatz speziell zu Deutschland. Ich persönlich bin ja der Meinung, wenn man irgendwo zu Gast oder als Besucher ist, und das ist auch vollkommen egal, ob jetzt als Tourist oder Auswanderer, sollte man sich schon vorher über kulturelle Unterschiede informieren, um auch im, ja, sage ich jetzt mal, schlimmsten Fall den Gastgeber auch nicht auf irgendeine Art und Weise zu beleidigen. Zu Zeiten des großen Cs konnte man auch gerade vermehrt von deutschen Touristen lesen, dass die sich darüber beschwert haben, ja, dass hier lockerer mit gewissen Maßnahmen umgegangen wird. Es war ja auch kein Geheimnis, dass das polnische Volk ja etwas lockerer mit dieser ganzen Sache umgeht. Einige haben sich das zu Nutzen gemacht und haben gerade deswegen in Polen Urlaub gemacht, um ja ein bisschen oder sage ich mal ein Stück ihrer Freiheit hier genießen zu können. Und andere haben sich einfach darüber beschwert, dass in diesem Land so damit umgegangen wird. Ich möchte jetzt auch gar nicht darüber diskutieren, ob diese Maßnahmen jetzt gut oder schlecht waren, weil das jetzt eigentlich auch ein komplett anderes Thema ist. Was ich einfach nur sagen möchte, es war bekannt, wie hier mit gewissen Maßnahmen umgegangen wird, also kann ich mich danach auch nicht beschweren, dass es hier nicht so läuft, wie ich es mir gerne zu Hause wünsche. Ich merke, dass ich gerade ein wenig abschweife, deswegen kommen wir jetzt auch schon direkt zum Hauptthema. Der erste Punkt, worauf hier in Polen sehr streng geachtet wird, ist die Anredeform. Es ist hier wirklich ganz normaler Standard, dass man hier die Leute von vornherein sieht. Ich weiß, dass das in Deutschland auch normalerweise der Fall ist, aber hier wird das wirklich als unhöflich und respektlos gesehen, wenn man die Leute von vornherein anfängt zu duzen. Ich führe in meinem Job sehr viele Bewerbungsgespräche und ja, es ist auch keine Seltenheit, dass ich auch mal einen jungen Studenten vor mir habe, der gerade mal 18 oder 19 Jahre alt ist, und wenn es jetzt ein junger Herr ist, dann spreche ich ihn auch mit Pan an, also Herr, oder wenn es eine junge Dame ist, mit Pani für Frau. In Deutschland wird ja das ganze Thema schon ein bisschen lockerer gesehen und ich gebe auch zu, dass ich in Deutschland zum Beispiel meinen Zahnarzt ganz normal geduzt habe, oder wenn ich auch im Supermarkt war, habe ich dort auch in der Regel die Verkäufer geduzt. Persönlich sehe ich das jetzt nicht als respektlos, wenn man jemanden am Anfang sofort anfängt zu duzen, denn ja, seien wir mal ehrlich, ich kann auch jemanden siezen und auf, ja, gut Deutsch gesagt, auch ein A-Loch sein. Da ich mir dessen bewusst bin, dass hier in Polen sehr streng darauf geschaut wird, passe ich mich dann auch der Situation an und sieze hier dann auch die Leute. Nur ist das dann auch bei mir der Fall so, dass ich dann nach einem kurzen Kennenlernen dann auch schon in der Regel frage, ob man sich dann auch nicht duzen kann. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Damit wirst du meine Arbeit wirklich sehr unterstützen. Schon mal vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Kommen wir zum zweiten Punkt, bleiben aber bei der Anredeform. Während man ja in Deutschland die Leute mit den Nachnamen sieht, macht man das hier in Polen andersherum. Hier sieht man die Leute mit den Vornamen. Also es ist hier wirklich nicht üblich, dass man sagt zum Beispiel Pan Kowalski, sondern nehmen wir jetzt mal mich als Beispiel, sagt man hier Pan Krzysztof, oder wenn man das jetzt sogar noch grammatisch umändern müsste, weil man in Polen wirklich auch noch die Namen grammatisch ändert, würde man, glaube ich, sogar sagen Panie Krzysztofie. Ich bin mir da jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so 100% sicher. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also hier sieht man mit den Vornamen. Jetzt haben wir gelernt, wie man sich ansprechen kann, ohne sich gegenseitig auf den Schlips zu treten, und kommen jetzt auch schon zum dritten Punkt, und zwar die Begrüßung. Hier in Polen ist das noch
ganz üblich, dass man sich bei der Begrüßung in den Arm nimmt oder auch, wenn man sich vielleicht schon ein bisschen näher kennt, sich dann auch mal ein Küsschen links und rechts gibt. Nur Achtung bei den Küsschen, hierbei handelt es sich nicht um dicke Schmatzer, wie das zum Beispiel die Oma bei den Enkelkindern macht. Hier ist das eigentlich mehr so eine symbolische Geste, dass man da mit der Wange einmal links und einmal rechts dran kommt. Auch sieht man es bei der älteren Generation, dass die bei der Begrüßung der Dame es noch auf sehr altmodische Art und Weise tun, und zwar mit dem Handkuss. Aber hier ist es auch genau das Gleiche. Hier ist nicht die Rede von einem dicken Schmatzer auf die Handfläche, sondern schon mehr von einer symbolischen Geste. Wenn man in Polen bei jemandem zu Besuch ist, sollte man beim Betreten der Wohnung die Schuhe ausziehen. Es ist hier wirklich ein totales No-Go und wird auch als sehr unhöflich angesehen, wenn man die Schuhe anlässt. Anders sieht es aus, wenn man schon speziell darauf hingewiesen wird, die Schuhe anzulassen, aus welchen Gründen auch immer, aber in der Regel sollte man schon die Schuhe ausziehen. Im Gegenzug kriegt man dann auch Pantoffel oder irgendwelche Latschen angeboten. Hier in Polen sagt man auch, wenn man schon jemanden dazu auffordert, die Schuhe auszuziehen, muss ich ihm aber auch irgendetwas anbieten, damit seine Füße nicht kalt werden. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar die Kirche, und somit jetzt auch schon zum 5. Punkt. Dass Polen ein sehr konservativ eingestelltes Land ist, ist ja eigentlich auch kein Geheimnis. Und bekannt ist auch, dass hier die Kirche und Politik sehr eng miteinander verbunden sind. Und somit wird das auch ein bisschen von oben vorgezeigt, seinen religiösen Glauben auch auszuleben. Braucht man sich auch gar nicht wundern, denn ca. 87% der Bevölkerung in Polen sind römisch-katholisch. Und somit sieht man das auch nicht selten, dass jetzt nicht nur die ältere Generation jetzt auf den ländlichen Gebieten, sondern auch die jüngere Generation in Großstädten halt sonntags mit der ganzen Familie zusammen in die Kirche gehen. Ich persönlich kenne niemanden in Deutschland, der römisch-katholisch ist und seinen Glauben aktiv auslebt. Und um jetzt auch noch mal kurz das Thema Religion und Politik anzusprechen, was ich ja schon vorher einmal kurz erwähnt habe. Hier in Polen gehen Gerüchte herum, dass die aktuell führende Partei von der Kirche finanziell unterstützt wird. Im Gegenzug dazu soll dann die aktuell führende Partei Gesetze rausbringen, die der Bedürfnisse der Kirche entsprechen. Somit ist in Polen ein Gesetz in Kraft getreten, welches sagt, dass Abtreibungen in Polen verboten sind. Meines Wissens nach sind in Polen die strengsten Abtreibungsgesetze in ganz Europa. Aber ob das jetzt stimmt mit der finanziellen Unterstützung oder nicht, wie gesagt, ich kann das nicht bestätigen. Ich habe auch keine Quellen dafür. Das ist wirklich nur ein Gerücht. Kommen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Thema und somit jetzt auch schon zum 6. Punkt und sprechen mal über eine Essgewohnheit. Hier in Polen ist das wirklich ganz normal, dass man die Pizza mit Soßen isst. Und das sieht dann im Prinzip so aus, wenn man sich eine Pizza bestellt, hat man dann Soßen zur Auswahl. Ganz beliebt sind hier Knoblauchsoßen oder auch irgendwie eine Tomatensoße. Und das schmiert man sich im Prinzip oben drauf über die Pizza, oder manche tunken auch dann die Pizza in die Soße und dann essen die so die Pizza. Wenn man zu Hause ist, ist das auch nicht unüblich, zum Beispiel sich auch Ketchup über die Pizza zu schmieren. Ist vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, aber ist hier ganz normaler Standard. Ich selber bin auch ein Soßen-Fan. Wenn es jetzt speziell um die Pizza geht, muss das jetzt nicht unbedingt sein. Den Pizzarand esse ich vielleicht dann auch schon mit Soße, aber die Pizza selber, da lasse ich schon die Soße weg. Wiederum kennt man das in Polen nicht, dass die Pizza mit Tabasco gegessen wird. Ist ja in Deutschland eigentlich schon ganz normaler Standard. Persönlich kenne ich jetzt keine Pizzeria in Deutschland und ich habe das auch, glaube ich, noch nie erlebt, dass es dort Pizza ohne Tabasco gibt. Ich denke aber, bei einer Sache sind wir uns da einig, und wenn wir mal den Italiener fragen würde er auf jeden Fall sagen, dass Pizza mit Soße und Pizza mit Tabasco eine Sünde ist. Der 7. Punkt sollte eigentlich den meisten Zuschauern bekannt sein, zumindest denen, die schon mal in Polen einen Strandurlaub gemacht haben. Und zwar spreche ich hier vom Parawanen am Strand. Während der Deutsche schon wirklich um 6 Uhr morgens sein Handtuch auf die Liege schmeißt, um für später einen super Platz zu haben, macht das der Pole so ähnlich mit dem Parawan. Zwar nicht in dem Stil, dass er schon um 6 Uhr morgens zum Strand geht, um sich sein Revier, sage ich mal, zu reservieren, aber man sieht am Strand wirklich
wirklich zahlreiche Parawane. Tut mir nur bitte einen Gefallen, wenn ihr schon einen Parawan am Strand benutzt, macht das nicht wie manch andere. Reserviert euch jetzt hier nicht 30, 40 Meter Platz rundherum. Das wird ja auch nicht gerne gesehen. Ja, und auch gerade zur Hochsaison, wenn die Strände voll sind, ist das ja eigentlich schon sehr unhöflich. Zum Thema Parawane kann ich noch sagen, wenn ihr wirklich Parawane benutzen wollt und mehr wie eine Saison, investiert ein bisschen mehr Geld und kauft euch etwas Vernünftiges. Wenn ihr wirklich nur was für eine Saison haben wollt, dann kriegt ihr eigentlich in Strandnähe überall diese günstigen Parawane. Die halten aber wirklich nur eine Saison. Die sind halt vom Material her ja sehr schwach bis eigentlich schlecht. Die Holzstäbe, die gehen sehr schnell kaputt und das ist halt einfach nichts Besonderes. Aber für eine Saison reichen die wirklich vollkommen aus. Das waren jetzt nur einige Gewohnheiten, die mir so stark ins Auge gefallen sind. Und ich bin mir ganz sicher, dass es noch wesentlich mehr gibt. Vielleicht ist dir persönlich auch noch irgendetwas aufgefallen, was ich nicht im Video erwähnt habe. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Dann können wir vielleicht ein bisschen darüber diskutieren und uns austauschen. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Vielen Dank für deine Unterstützung. Bleib gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!